Und bei uns im Studio dürfen wir jetzt einen der bekanntesten jüdischen Journalisten und Publizisten in Deutschland begrüßen, Michel Friedmann. Guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Vor genau einem Jahr also dieses Massaker. Wenn Sie zurückdenken, wie haben Sie diesen 7. Oktober erlebt? Wie hat er vielleicht auch Ihre Sicht auf die Welt verändert? Also als erstes Trauer, tiefe Trauer über eine Barbarei. Menschen sind ja zu allem fähig. Sie können die Welt aufbauen, sie können die Welt wieder zerstören. Und was wir am 7. Oktober erlebt haben, war ja nicht nur, dass Terroristen töten. Das gehört leider zu ihrem Beruf, sondern wie sie es gemacht haben. Eigentlich ging es um die Entmenschlichung der Opfer. Babys wurden verbrannt, tote Frauen wurden vergewaltigt. Das alles wird dann in den sozialen Medien eingeführt. Und Millionen Menschen klatschen und jubeln, wenn sie sehen, wie Zivilistinnen, Männer, Frauen und Kinder auf diese brutale Art und Weise ermordet wurden. Und dann wird es auch zu einem Thema, das nicht mehr im Nahen Osten nur sich breit macht, sondern bei mir, in meinem Land, in Deutschland. Die ersten Reaktionen waren nicht, wie ich dachte, Empathie mit den Opfern über dieses unglaubliche Massaker, sondern auch in Berlin vor allen Dingen wurde dann geklatscht. Man hat Süßigkeiten gegessen und man schrie tot den Juden in Berlin und nicht nur in Berlin. Und hier merkte man dann plötzlich, dass auch in unserer Gesellschaft endgültig alle Dämme reißen. Denn der Rechtsextremismus einerseits, der Antisemitismus, der Judenhass, der damit verknüpft ist die größte Gefahr für die Demokratie, auch für uns jüdische Menschen. Aber viele merkten, oh, es gibt auch einen linksextremistischen Judenhass und oh, es gibt einen aus einer radikalisierten islamischen Community, teilweise von der Türkei, Erdogan aufgehetzt, teilweise aus dem Iran. Und aus dieser Situation kommt dann die dritte Empfindung, nämlich eine große Enttäuschung, dass da eine große Aktivität, Solidarität mit den Palästinenserinnen, ich auch mit den Toten, die dort zu Tode kommen, aber nicht verhältnismäßig, nicht angemessen, kaum eine Solidarität mit Juden und Jüdinnen, die in Deutschland angegriffen werden, nur weil sie jüdisch sind. Und eine ganz konkrete Folge ist auch, dass viele einfach sich nicht mehr sicher fühlen können, dass sie auswandern. Also in letzter Zeit ist das vermehrt zu Ohren gekommen, dass jüdische Mitbürger in die Schweiz Aber natürlich muss ich als Bürger dieses Landes darüber nachdenken, ob ich hier noch leben kann. Ja. Wenn selbst der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sagt, Juden, die erkennbar sich als Juden auf der Straße befinden, sind nicht an jedem Ort und zu jeder Zeit in Deutschland sicher. Ist das ein Staatsversagen für Sie? Ich denke, dass das ein großes Staatsversagen ist. Und es ist auch ein Offenbarungseid dieses Landes. Denn während den Anfängen nie wieder Anschläge auf jüdische Institutionen, auf Menschen, ich sage es nochmal, vorwiegend von Rechtsextremisten seit der Gründung der Bundesrepublik, immer mehr aber auch von Menschen mit einem radikal-islamischen Weltbild, sind Alltag geworden. Und wenn dieser Satz während den Anfängen von denen, die ihn ausgesprochen haben, in Taten umgesetzt worden wären, dann wären wir doch nicht heute, wo wir sind. Und heute reden wir doch mal einfach von normalem Leben. Die Lebensqualität eines jüdischen Menschen ist nicht gut. Kinder, Jugendliche müssen in Kindergärten und Schulen gehen mit Polizeischutz. Denken Sie sich doch mal, Ihre Kinder würden jeden Tag Polizisten sehen in der Schule. Das traumatisiert. Und denken Sie sich doch auch mal die Frage, was es bedeutet. Sie gehen an eine Universität, Sie sind ein deutscher Student und wenn Sie jüdisch erkannt werden, werden Sie angemacht und können nicht wie jeder andere unterwegs sein. Diese Traumatisierung, dieser Alltag, das ging den meisten Leuten über Jahre am Rücken vorbei. Aber die Wirbelsäule, die wirklich schmerzt, das ist diejenige von den jüdischen Menschen, die jetzt in dritter Generation das erleben. Ich erlebe es auch an meinen Kindern. Und ich sage es noch einmal, das ist ein Offenbarungseid des Staates, der nicht bereit war, das, was er wusste, mit sowohl juristischen als auch mit oder anderen Methoden so umzusetzen, dass es weniger wurde. Die Tatsache, dass uns alle heute mitteilen, alle Verfassungsschutzbeobachter, die Polizei, dass die Gewalttaten explodieren, in diesem Jahr explodieren, also noch mehr waren als vor einem Jahr, zeigt, Deutschland erfüllt politisch nicht seine Pflicht, seine Fürsorgepflicht gegen jüdische Bürger. Und die Frage ist, ob der Staat dazu lernt. Vielen Dank, Michel Friedmann, für den Besuch. Danke.
Danke Ihnen.